Guten Abend an alle. Ich bin Peter. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir etwas erzählen. Ich war heute bei meinem Arzt und die Rezeptionistin hat mich nach meiner Krankenversicherungskarte gefragt. Ich hatte sie vergessen. Oh nein, Peter. Das ist mir auch schon passiert. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin Adele. Krankenversicherung ist ein sehr wichtiges Thema in Deutschland, nicht wahr? Peter, was ist dann passiert? Die Rezeptionistin war sehr nett. Sie hat gesagt, ich muss die Karte innerhalb von 10 Tagen nachreichen. Aber Adele, ich verstehe immer noch nicht genau, wie das System funktioniert. Kannst du mir helfen? Natürlich. In Deutschland gibt es 2 Arten von Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Die meisten Menschen haben die gesetzliche Krankenversicherung. Ach so. Und liebe Zuhörer, habt ihr eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung? Schreibt es in die Kommentare. Adele, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die gesetzliche Krankenversicherung ist für Angestellte obligatorisch, wenn sie unter einer bestimmten Einkommensgrenze verdienen. Die Kosten werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geteilt. Ungefähr die Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Das ist interessant. Also zahle ich nicht alles alleine? Und wie viel kostet die Krankenversicherung pro Monat? Das hängt von deinem Einkommen ab, Peter. Der Beitragssatz liegt bei etwa 14,6% des Bruttoeinkommens. Plus ein individueller Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse selbst festlegt. 14,6%? Das klingt nach viel Geld. Aber ich nehme an, dafür bekomme ich auch gute Leistungen, oder? Genau. Die gesetzliche Krankenversicherung deckt viele Leistungen ab. Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Vorsorgeuntersuchungen und sogar Zahnbehandlungen teilweise. Teilweise? Was bedeutet das bei Zahnbehandlungen? Ich brauche bald eine neue Zahnfüllung. Die Grundversorgung wird übernommen, aber für hochwertigere Behandlungen wie Implantate oder Keramikfüllungen musst du oft einen Eigenanteil zahlen. Liebe Zuhörer, habt ihr Erfahrungen mit Zahnbehandlungen in Deutschland? Teilt eure Geschichten mit uns. Interessant. Und Adele, du hast gesagt, es gibt auch eine private Krankenversicherung. Wer kann die haben? Selbstständige, Freiberufler und Angestellte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen, können sich privat versichern. Das sind momentan etwa 65.000 Euro im Jahr. 65.000 Euro. Das ist viel Geld. Warum würde jemand die private Krankenversicherung wählen? Die private Krankenversicherung bietet oft bessere Leistungen. Kürzere Wartezeiten, Einzelzimmer im Krankenhaus, Behandlung durch den Chefarzt und manchmal auch bessere Medikamente. Das klingt wirklich luxuriös. Aber ich vermute, es gibt auch Nachteile, richtig? Ja, Peter. Die Beiträge können mit dem Alter steigen und es ist sehr schwierig, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, wenn man einmal privat versichert ist. Oh, das ist wichtig zu wissen. Also sollte man diese Entscheidung sehr sorgfältig treffen. Adele, was passiert, wenn ich zum Arzt gehe? Wie funktioniert das genau? Sehr gute Frage. Du gehst mit deiner Krankenversicherungskarte zum Arzt. Die Rezeptionistin scannt die Karte und du wartest auf deinen Termin. Das ist alles. So einfach? Ich muss nichts bezahlen? Normalerweise nicht beim Arztbesuch selbst. Aber für Medikamente aus der Apotheke zahlst du eine Zuzahlung. Meist 5 bis 10 Euro pro Medikament. Liebe Zuhörer, wisst ihr, wie viel ihr für eure letzten Medikamente bezahlt habt? Ach, ja, das habe ich schon erlebt. Letzte Woche habe ich Antibiotika geholt und 5 Euro bezahlt. Aber das Medikament hätte ohne Versicherung viel mehr gekostet, oder? Absolut. Ohne Versicherung können Medikamente sehr teuer sein. Manchmal 50, 100 oder sogar mehrere 100 Euro. Die Krankenversicherung übernimmt den größten Teil. Das ist beruhigend zu wissen. Adele, ich habe gehört, dass man in Deutschland auch eine Krankschreibung vom Arzt bekommen kann. Was ist das genau? Eine Krankschreibung ist ein offizielles Dokument vom Arzt, das bestätigt, dass du krank bist und nicht arbeiten kannst. In Deutschland nennen wir das auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung G. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung G.
Was für ein langes Wort. Wie lange kann man krankgeschrieben sein? Das entscheidet der Arzt je nach Krankheit. Es kann ein paar Tage sein oder auch mehrere Wochen. Während dieser Zeit bekommst du weiterhin dein Gehalt vom Arbeitgeber. Wirklich? Ich bekomme mein volles Gehalt, auch wenn ich nicht arbeite? Ja, für die ersten 6 Wochen zahlt der Arbeitgeber dein volles Gehalt weiter. Das nennt man Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Nach 6 Wochen übernimmt die Krankenkasse mit dem Krankengeld. 6 Wochen. Das ist sehr großzügig. Wie viel ist das Krankengeld dann? Das Krankengeld beträgt etwa 70% deines Bruttogehalts, aber maximal 90% deines Nettogehalts. Es ist also etwas weniger als dein normales Gehalt. Verstehe. Liebe Zuhörer, wusstet ihr das über das Krankengeld? Deutschland hat wirklich ein gutes Sozialsystem. Adele, was muss ich machen, wenn ich krank bin? Zuerst musst du deinen Arbeitgeber informieren, am besten am ersten Krankheitstag. Dann gehst du zum Arzt und holst dir die Krankschreibung. Diese schickst du an deinen Arbeitgeber und an deine Krankenkasse. Muss ich das per Post schicken oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Viele Ärzte bieten jetzt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung G an. Sie schicken die Krankschreibung direkt digital an deinen Arbeitgeber und die Krankenkasse. Das ist sehr praktisch. Das ist modern. Deutschland wird immer digitaler. Adele, ich habe noch eine Frage. Was ist, wenn ich im Krankenhaus übernachten muss? Bei einem Krankenhausaufenthalt zahlst du eine Zuzahlung von 10 Euro pro Tag, maximal 28 Tage pro Jahr, also maximal 280 Euro im Jahr. Das ist überschaubar. Und die Behandlung selbst, die Operation, das Zimmer, das Essen, alles wird von der Krankenversicherung bezahlt? Genau. Die Standardversorgung wird komplett übernommen. Wenn du aber Extras möchtest, wie ein Einzelzimmer oder die Behandlung durch einen bestimmten Arzt, musst du das selbst bezahlen oder eine Zusatzversicherung haben. Zusatzversicherung? Was ist das denn? Eine Zusatzversicherung ergänzt die gesetzliche Krankenversicherung. Du kannst zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, eine Krankenhauszusatzversicherung oder eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Auslandskrankenversicherung klingt wichtig. Was macht die? Wenn du im Ausland krank wirst oder einen Unfall hast, übernimmt die Auslandskrankenversicherung die Kosten. Das ist besonders wichtig außerhalb Europas, weil die gesetzliche Krankenversicherung dort oft nicht gilt. Oh, das wusste ich nicht. Liebe Zuhörer, habt ihr eine Auslandskrankenversicherung? Plant ihr eine Reise? Schreibt es in die Kommentare. Guter Punkt, Peter. In Europa gilt die europäische Krankenversicherungskarte, die auf der Rückseite deiner deutschen Krankenversicherungskarte ist. Damit kannst du in allen EU-Ländern zum Arzt gehen. Das ist praktisch für den Urlaub. Adele, wie wähle ich eigentlich eine Krankenkasse aus? Es gibt so viele verschiedene. Es gibt über 100 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Die Grundleistungen sind bei allen gleich, aber sie unterscheiden sich bei den Zusatzleistungen und beim Zusatzbeitrag. Zusatzleistungen? Zum Beispiel was? Manche Krankenkassen bezahlen Osteopathie, professionelle Zahnreinigung, Reiseschutzimpfungen oder Fitnesskurse. Manche bieten auch besondere Apps oder Programme für Gesundheit und Prävention an. Das ist interessant. Also sollte ich verschiedene Krankenkassen vergleichen, bevor ich mich entscheide? Genau. Es gibt viele Vergleichsportale im Internet, wo du die Leistungen und Beiträge vergleichen kannst. Nimm dir Zeit für diese Entscheidung. Guter Rat. Liebe Zuhörer, bei welcher Krankenkasse seid ihr? Seid ihr zufrieden? Teilt eure Erfahrungen mit uns. Adele, kann ich meine Krankenkasse wechseln, wenn ich nicht zufrieden bin? Ja, das kannst du. Aber du musst mindestens 12 Monate bei deiner aktuellen Krankenkasse gewesen sein. Dann kannst du mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats kündigen. Also wenn ich am 1. Februar kündige, bin ich ab dem 1. Mai bei der neuen Krankenkasse? Nicht ganz, Peter. Wenn du am 1. Februar kündigst, endet deine Mitgliedschaft am 30. April. Ab dem 1. Mai bist du dann bei der neuen Krankenkasse. Verstehe. Das muss man gut planen. Adele, was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Bin ich dann noch versichert? Sehr wichtige Frage.
Wenn du arbeitslos wirst, bist du automatisch über die Agentur für Arbeit versichert. Sie übernimmt die Beiträge zur Krankenversicherung, solange du Arbeitslosengeld bekommst. Das ist eine große Erleichterung. Also muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich plötzlich ohne Versicherung dastehe? Nein, in Deutschland gibt es die Versicherungspflicht. Jeder Mensch muss krankenversichert sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das System sorgt dafür, dass niemand ohne Schutz ist. Das ist wirklich beruhigend. Liebe Zuhörer, fühlt ihr euch sicher mit eurem Krankenversicherungsschutz in Deutschland? Lasst es uns wissen. Peter, hast du eigentlich schon von der elektronischen Patientenakte gehört? Elektronische Patientenakte? Nein, was ist das? Das ist ein digitales System, wo alle deine medizinischen Daten gespeichert werden. Befunde, Diagnosen, Medikamentenpläne, Impfungen und so weiter. Alle deine Ärzte können dann darauf zugreifen, wenn du es erlaubst. Das klingt sehr praktisch, aber auch ein bisschen beängstigend. Sind meine Daten da sicher? Die Sicherheit und der Datenschutz sind sehr wichtig in Deutschland. Du entscheidest selbst, welche Daten gespeichert werden und welche Ärzte Zugriff haben. Du kannst auch alles jederzeit löschen. Das beruhigt mich. Kontrolle über die eigenen Daten ist wichtig. Adele, ich habe noch eine Frage. Was ist mit Vorsorgeuntersuchungen? Werden die auch von der Krankenversicherung bezahlt? Ja, die Krankenversicherung übernimmt viele Vorsorgeuntersuchungen. Ab 35 Jahren hast du alle 3 Jahre Anspruch auf einen Gesundheitscheck-up. Frauen haben Anspruch auf regelmäßige gynäkologische Untersuchungen. Alle 3 Jahre ist gut. Das hilft, Krankheiten früh zu erkennen, oder? Absolut. Früherkennung ist sehr wichtig. Es gibt auch Vorsorgeuntersuchungen für Krebs, zum Beispiel Hautkrebs-Screening oder Darmkrebsvorsorge, ab einem bestimmten Alter. Das ist gut zu wissen. Liebe Zuhörer, geht ihr regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen? Es ist wichtig für eure Gesundheit. Adele, was ist mit Impfungen? Werden die auch bezahlt? Ja, die meisten empfohlenen Impfungen werden von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Das gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zum Beispiel Tetanus, Grippe für ältere Menschen oder die Covid-Impfung. Das ist praktisch, also muss ich nicht extra für Impfungen bezahlen. Adele, ich habe von Bonusprogrammen bei Krankenkassen gehört. Was ist das? Viele Krankenkassen bieten Bonusprogramme an. Wenn du regelmäßig Sport machst, nicht rauchst, zu Vorsorgeuntersuchungen gehst oder an Gesundheitskursen teilnimmst, sammelst du Punkte und bekommst eine Prämie. Eine Prämie? Was für eine Art Prämie? Das kann Geld sein, Gutscheine für Sport oder Wellness oder eine Zuzahlung für Zahnersatz oder eine Brille. Jede Krankenkasse hat unterschiedliche Prämien. Das ist ein toller Anreiz, gesund zu leben. Liebe Zuhörer, nehmt ihr an Bonusprogrammen teil? Welche Prämien habt ihr bekommen? Peter, wir haben jetzt so viel über Krankenversicherung gesprochen. Hast du das Gefühl, dass du es jetzt besser verstehst? Ja, definitiv. Das System ist komplex, aber auch sehr umfassend. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn ich zum Arzt gehe oder über meine Versicherung spreche. Das freut mich. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt heute. Das Thema Krankenversicherung ist wirklich wichtig, wenn man in Deutschland lebt. Absolut. Und denkt daran, eure Krankenversicherungskarte immer dabei zu haben. Ich werde meinen Fehler nicht wiederholen. Guter Tipp, Peter. Habt ihr noch Fragen zur Krankenversicherung in Deutschland? Schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns, mehr hilfreiche Inhalte für euch zu darüber. Teilt diese Folge auch mit euren Freunden, die Deutsch lernen oder nach Deutschland kommen möchten. Dieses Wissen ist Gold wert. Liebe Zuhörer, vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren. So verpasst ihr keine neue Folge. Wir haben jede Woche neue Themen aus dem deutschen Alltag für euch. Nächste Woche sprechen wir über ein ganz anderes spannendes Thema. Ich bin schon gespannt. Adele, vielen Dank für all die wertvollen Informationen heute. Gerne, Peter. Es war mir ein Vergnügen. Und danke an alle Zuhörer, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und vergesst nicht, Deutsch zu üben
Tschüss zusammen und denkt daran, Fehler beim Deutschlernen sind normal und wichtig. Bis bald. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Macht's gut.